Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Herrn Toppe. Wir sind verabredet. Der ist leider unpässlich. Darmgrippe. Um die Jahreszeit? Das Lachen wird dir schon noch vergehen. Falls dieser ominöse Abschiedsbrief überhaupt existiert. Frag Steinfeld. Nicht nötig. Das ist mal wieder typisch für dich. Du hast für alles Verständnis. Aber denk doch mal drüber nach, wie Arno sich jetzt fühlt. Nina und Mama geht es auch nicht besonders. Verstehe. Arno ist dir egal. Das stimmt nicht. Aber ich würde nichts gegen dich eintauschen. Darf ich vorstellen? Mai. Hallo. Das ist übrigens meine Tochter Kathi. Freut mich. Mich auch. Als ich deine Mutter das letzte Mal gesehen habe, warst du noch im Internat. Das ist ja schon ewig her. 5 Jahre bestimmt. Oh ja. Das ist Henning, Christophs Sohn. Sehr erfreut. Guten Abend. Und dieser junge Mann hier ist Heino Toppe, Kathis Freund. Hallo? Guten Abend. Deine Tochter hat einen guten Geschmack. Oh ja. Schade, dass Christoph nicht hier ist. Ich habe ihm so viel von dir erzählt. Oh, ich hoffe nicht alles. Oh nein. Ich denke da an eine bestimmte Geschichte, bei der mir Barbara mal sehr aus der Patsche geholfen Du hat. meinst die Geschichte mit unserem Chef, der dich verliebt war. Erinnere mich bloß nicht dran. Aha, was ist denn da passiert? Kein Kommentar. Jeder von uns hat eben seine kleinen Geheimnisse. Dann fangen wir mal an. Darf ich Ihnen etwas Wein einschenken? Sehr gern. Was ist denn? Er ist schon vorbei. Arno, ich bin so erleichtert, das glaubst du gar nicht. Dann wollen wir jetzt auch nicht mehr darüber reden. Einverstanden? Sieht so aus, als hättet ihr alles erklärt. Haben wir. Alles Paletti. Alles Paletti. Herzlichen Glückwunsch. Endlich! Meine Nudeln! Du hast dich also entschieden. Meine Meinung habe ich nicht geändert, falls du das meinst. Soll das etwa heißen, dass du nach wie vor zu unserer sogenannten Mutter hältst? Hör auf, so abfällig über Mama zu reden. Sie hat uns alle verlassen. Und dir fällt nichts Besseres ein, als ihr weiterhin die Stange zu halten. Die Trennung von Arno hat doch erstmal nichts mit uns beiden zu tun. Zieh einmal in deinem Leben Stellung, Millie. Nur einmal. Ich werde mich nicht gegen meine Mutter stellen, das kannst du nicht erwarten. Ist das dein letztes Wort? Dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Willi! Sag mal, war das nötig? Ja, Millie hält sich immer aus allem raus. Aber dieses Mal muss sie sich entscheiden. Entweder für dich oder für Mama. Hallo Nina. Hallo. Wieder zurück aus dem Urlaub? Ich bin eigentlich nur gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie weiterhin die Geschäftsleitung des No Limits und der Pension übernehmen können. Jederzeit. Sie wissen doch, dass ich an dem Laden hänge. Das freut mich. Machst du mir mal 3 Alt und eine Cola? Sofort. Daniel, haben Sie einen Moment Zeit? Ich würde gern mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Hey, hey, hey. Hallo, Bedienung. Außerdem habe ich zu tun. Was soll ich bloß machen? Daniel hat Tillmanns Tod immer noch nicht überwunden. Sobald er sie sieht, ist ihm alles wieder da. Weil er mich verantwortlich macht. Ja, und wenn ich ehrlich bin, kann man es ihm noch nicht einmal verübeln. Ich habe die Hölle durchgemacht, das müssen Sie mir glauben. Naja, besser, wenn ich jetzt gehe. Versuchen Sie es doch in ein paar Wochen noch mal. Vielleicht ist Daniel dann offener für ein Gespräch. Schönen Abend noch. Den hatte ich seit dem Unfall nicht mehr. Ihre lahme Entschuldigung kann sich die Schneider sonst wohin stecken.
glaube, sie meint es ehrlich. Davon erzählt man jetzt auch nichts mehr. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, ich habe genau gesehen, wie sie dich angeguckt hat. Das schaust mal ihr. Blödsinn. Warte mal. Liebst du mich? Was für eine Frage. Das Schloss ist wirklich ein Traum. Ich beneide dich aufrichtig, Barbara. Denk an deine Abneigung gegen Pferde und andere Tiere. Wir sind hier auf dem Land. Aber der Park ist geradezu ideal für einen Golfplatz. Oh, Sie golfen? Dabei lassen sich am besten Geschäfte abwickeln. Allerdings nur, wenn man den anderen gewinnen lässt. Das Dessert ist serviert. Danke, Christian. Um was ging es denn jetzt da bei eurem Chef? Du wirst ja doch noch Männergeschichten hören. Danke, dass Sie dich gehalten haben. Ich habe mich schon gewundert, wie schnell Ihre Magenverstimmung vorbei war. Ja, wissen Sie, meine Freundin, die hat sich so auf den Abend gefreut, da konnte ich sie einfach nicht enttäuschen. Ich habe sowieso so wenig Zeit für Sie. Wenn man auf mehreren Hochzeiten tanzt. Aber ich verzeihe ihm. So knapp verpasst du. Normalerweise kennen und tun mehr. Hi. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich war bei Arno. Wenn ich dein Gesicht sehe, traue ich mich gar nicht zu fragen, wie es war. Es war halb so schlimm. Er kann verstehen, dass ich mich nicht zwischen Mama und ihm entscheiden will. Und warum bist du dann so schlecht drauf? Steffi hat mal wieder eine unglaubliche Szene abgezogen. Sie kann einfach nicht verstehen, dass ich weiter mit Mama und Arno Kontakt haben will. Zieh dir nicht dauernd Steffis Gezeter rein. Sie spinnt einfach. Aber sie hat mich richtig fertig gemacht. Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Als ob das alles nicht schon schrecklich genug wäre. Hör einfach nicht auf Steffi. Seitdem Nick abgereist ist, ist sie total abgedreht. Vielleicht ist alles zu viel für sie. Aber das muss sie doch dann nicht an mir auslassen. Gerade jetzt sollten wir zusammenhalten, statt uns gegenseitig runterzuziehen. Irgendwann wird sie schon merken, dass sie mit ihrer Alles-oder-Nichts-Tour nicht weiterkommt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay, nachgeben ist nicht gerade ihre Stärke. Aber ewig hält sie diese Hassnummer nicht durch. Ich weiß nicht. Ich plane schon länger für Avatex eine Homepage erstellen zu lassen. Wenn Sie wollen, dann schreibe ich Ihnen die Adresse von der Firma auf, die sich um den Internetauftritt meines Unternehmens gekümmert hat. Ich bin mit deren Arbeit sehr zufrieden. Vielen Dank. Interessieren Sie sich eigentlich für Computer, Heiner? Oh, nicht besonders. Wo kommt denn der Lippenstifter her? Lippenstift wo? Da. Da hat wohl jemand wild geküsst. Meine Farbe ist das nicht. Das ist meine Schuld. Mir ist vorhin in der Halle ein Ohrring heruntergefallen. Beinahe wäre ich draufgetreten. Heino war so nett, mich darauf aufmerksam zu machen. Und deswegen küssen Sie ihn gleich? Nun ja, die Ohrringe sind sehr kostbar und wann habe ich schon mal die Gelegenheit, einen so attraktiven jungen Mann zu küssen? Harry war schon immer sehr direkt. Du bist sehr knallrot. Blödsinn. Guck dich doch mal an. Dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass du schon wieder in Düsseldorf bist. Gut erholt? Clarissa, hallo? Warum hast du dich nicht gemeldet? Ist dir meine Telefonnummer entfallen? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Ach, erzähl mir doch nichts. Du bist mir immer noch böse, dass ich dich bei der Polizei angezeigt habe. Aber das war doch nur zu deinem Besten. Das sehe ich anders. Du willst mir doch nicht wegen so einer Lappalie die Freundschaft aufkündigen. Lappalie nennst du das? Zugegeben. Ja, es war nicht ganz fair von mir. Aber du wolltest ja partout nicht auf mich hören. Ich konnte doch gar nicht anders. Sonst hätte ich mich wegen falschen Alibis mitschuldig gemacht. Hauptsache, du bist sauber aus der Sache rausgekommen. Dabei ging es mir doch immer nur um dich, das weißt du doch. Tut mir leid, ich kann diesmal einfach nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre. Ich mache dir einen Vorschlag. Du kommst später zu mir und wir reden noch mal über alles. Also du kommst. Guten Morgen. Oh, so früh schon auf? Hast du Kaffee gemacht? Ja, da hinten. Holen mussten die aber selbst.
Wo ist Heino? Er kommt erst heute Nachmittag. Ich habe ihm heute freigegeben. Das kommt in letzter Zeit ja wohl öfter vor. Arbeitet er überhaupt noch mal irgendwann? Musst du deine schlechte Laune eigentlich immer an anderen auslassen? Hätte ich mir ja denken können, dass Millie sich wieder bei dir ausgeheult hat. Sie leidet unter der Situation. Anstatt euch dauernd gegenseitig fertig zu machen, könntet ihr ausnahmsweise mal zusammenhalten. Was hältst du davon? Tröste sie doch. Aber laber mich nicht voll. Du bist doch nur so eklig zu ihr, weil du ein Problem mit deiner Mutter hast. Und weil du nicht damit klarkommst, dass Millie anderer Meinung ist. Millie hat gar keine Meinung, das ist das Problem. Aber ich weiß echt nicht, was dich das angeht. Eine ganze Menge. Ich krieg eure Streitereien immer hautnah mit. Gib doch endlich zu, dass du dich von Nick im Stich gelassen fühlst und deshalb alle so anmachst. Denk doch, was du willst. Ach, guten Morgen. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich habe letzte Woche in Ihrer Tasche gesehen. Nicht aufhören. So, das war's. War echt eine peinliche Nummer gestern, was? Ich fand's eigentlich ganz witzig. Dieser Marie, da war nix. Das kannst du mir glauben, ich finde sie nicht einmal attraktiv. Daran habe ich auch keine Sekunde gedacht. Ich weiß doch, dass du mich nicht betrügen würdest und schon gar nicht mit so einer alten Schachtel. Niemals. Lass es klingeln, ja? Es ist vielleicht wichtig. Wichtiger als was? Kathi, bitte. Ja, hallo? Ja. Ja, es ist im Moment nicht ganz so günstig. Wir könnten doch vielleicht noch mal... Ja gut, ich komme dann gleich vorbei. Tschüss. Wer war denn das schon wieder? Ach, nur Uli, er wollte, dass ich ein bisschen früher komme. Wir erwarten eine Lieferung. Tja, da musst du wohl gehen. Das hier kommt ins Schlafzimmer. Der Rest bleibt hier. Haben Sie inzwischen irgendetwas zu Ihrer Entlastung vorzubringen? Etwas Konkretes? Noch nicht. Dafür einige delikate Interna über die Konkurrenz. Das interessiert mich nicht. Ich habe im Moment andere Probleme. Charlie Schneider ist wieder in Düsseldorf. Sie hat es nicht für nötig gehalten, sich bei mir zu melden. Ja, nachdem Sie sie bei der Polizei angezeigt haben, ist das nicht weiter verwunderlich. Sparen Sie ihre Kommentare. Ich kann es mir nicht leisten, Charlie als Feindin zu haben. Sie weiß so viel über mich. Wieso machen Sie nicht einfach kurz einen Prozess? Sind Sie nicht ganz bei Trost? Charlie war meine Freundin. Ich muss zusehen, wie ich sie wieder besänftige. Vermutlich bedeutet sie Ihnen doch mehr, als Sie zugeben wollen. Da irren Sie sich. Mir geht es hier lediglich um Schadensbegrenzung. Mehr nicht. Wie kann ich nur auf die Idee kommen, dass Ihnen überhaupt irgendjemand etwas bedeutet? Jedenfalls ist Charlies Einfältigkeit weitaus erträglicher als ihre Dummheit. Kann man sich nur von Christoph und Henning so austricksen lassen? Das Blatt wird sich bald wenden. Verlassen Sie sich darauf. Stopp. Geben Sie mir einen Aktenkoffer. Bitte sehr. Ich will nicht riskieren, dass wieder irgendwelche Unterlagen verschwinden. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Guten Tag, Frau Schneider. Guten Tag. Frau von Arnstetten ist in Ihrer Suite? Ja, sie ist gerade nach Hause gekommen. Hallo, Charlie. Grüß dich. Gut siehst du aus. Ja, ich war ein paar Tage weg. Brauchte dringend ein bisschen Erholung. Mir ging's genauso. Du entschuldigst, ich bin mit Clarissa verabredet. Ich will mich ja nicht einmischen, aber ich begreife nicht, dass du dich nach allem, was passiert ist, mit dieser Frau abgeben kannst. Naja, ich verstehe, dass du Clarissa misstraust. Sie hat sich dir gegenüber nicht immer fair verhalten. Ich bin auch enttäuscht von ihr. Nicht fair nennst du das? Diese Intrige war das Niederträchtigste, was sie sich je ausgedacht hat. Ich habe den Eindruck, wir sprechen von zwei verschiedenen Dingen. Ich rede von Clarissas Versuch, mich über Monate hinweg in den Wahnsinn zu treiben. Was? Ja. Es hat mich beinahe das Leben gekostet, Charlie. Sie hat versucht, dich umzubringen? Indirekt, ja. Ich konnte es selber kaum glauben, aber es ist wahr.
Hi. Hi, du bist schon da? Hast du dich beim Familienessen daneben benommen? Rate mal, wer gestern Abend auf dem Schloss war und sich als alte Freundin von Kathis Mutter entpuppt hat. Oh nein, wenn du mich schon so fragst. Genau, Marie Walter, die Kundin von meiner Begleitagentur. Ich hab dir gesagt, das Leben steckt voller blöder Zufälle. Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Zum Glück hat sie sich nicht anmerken lassen, dass sie mich kennt. Das wundert mich aber, nachdem die gestern so sauer war. Die hat ganz locker aufgefasst. Nur Frau Dorn war ziemlich sauer. Hat sie dich gefeuert? Nee, sie war nur sauer, dass ich den Termin abgesagt habe, ohne ihr Bescheid zu sagen. An deiner Stelle würde ich kündigen. Wer weiß, wie viele gute alte Freundinnen Kathis Mutter noch hat. Ich brauche das Geld auch für das kaputte Flugzeug. Dann such dir einen Job, der weniger riskant ist und den du vor Kathi nicht verheimlichen musst. Ich habe Kathi übrigens erzählt, dass ich früher weg muss, weil ich mit denen eine Lieferung erwarte. Du hast sie schon wieder belogen. Frau Dorn rief mich an, weil sie sich mit mir verabreden wollte. Da konnte ich ja wohl schlecht die Wahrheit sagen. Ja, warum denn nicht? Ein bisschen Aufrichtigkeit könnte nicht schaden. Ja gut, dann fange ich gleich bei dir damit an. Kannst du mir heute noch mal ein bisschen früher freigeben? Wegen Kathi, du weißt schon. Keine Sorge, er geht gleich wieder. Typisch. Ja, okay. Aber nur 3 Stunden. Du weißt selber, was nachmittags hier los ist. Uli, du bist mein Lieblingschef. Ich sagte, ich suche uns in den nächsten Tagen eine Wohnung. Im Pensionszimmer kriege ich langsam Platzangst. Ich frage mich sowieso, wie du es die ganze Zeit ausgehalten hast. Bitteschön. Einmal mit und einmal ohne Thunfisch. Danke. Guten Appetit. Danke dir. Danke. Die Liebe macht's möglich. Hallo. Hallo Milli. Hi. Setz dich. Auch was essen? Nein, danke. Tja, dann entschuldige mich einen Augenblick, ja? Ich nehme an, du hast mit Arno gesprochen. Er versteht mich. Na siehst du, was habe ich dir gesagt? Deine Sorgen waren völlig unbegründet. Und wie geht's ihm? Ich glaube, er war ziemlich fertig. Es tut mir auch weh, dass er leidet, aber ich konnte mich nicht anders entscheiden. Jetzt mach dich nicht selbst fertig. Es reicht, wenn Steffi das tut. Hast du noch mal mit ihr gesprochen? Ich hab's probiert, aber es hat keinen Sinn. Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Das kann sich ändern. Du weißt doch, wie sprunghaft sie ist. Entweder du oder Arno. Was anderes lässt sie gar nicht zu. Vergiss Steffi jetzt erstmal. Hauptsache, du hast dich mit Arno ausgesprochen. Also, ich verstehe gar nicht, warum Millie solche Angst hatte, dass du sie verurteilen könntest. Millie hältst du Erika. Ich weiß, du bist auf Steffis Seite. Aber Millie ist ein anderer Mensch. Sehr harmoniebedürftig. Sie hängt an ihrer Mutter. Dann wird es schon Zeit, dass sie sich mal abnabelt, wie man so schön sagt. 2,60. Ja, ich notiere mir das später. Habt ihr eigentlich noch Kontakt? Erika und du? Ah, Philipp, nimm mir das nicht übel, aber ich habe keine Lust, darüber zu reden. Erika hat sich entschieden und ich lerne gerade damit umzugehen. Jetzt fährst du erst mal weg. Ja, Helsinki ist eine wunderschöne Stadt. Mal sehen, was sich dort für Geschäftskontakte ergeben. Schreibst du mir die Nummer von deinem Hotel auf? Ich muss dich erreichen können, falls es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ach, die habe ich jetzt nicht dabei. Das Hotel heißt Nick. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich rufe dich an, sobald ich angekommen bin, ja? Okay. Haben wir alles besprochen? Mach's gut. Du auch. Toi, toi, toi. Ja, you too. Bis in 2 Wochen. Das ist alles so unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mein Selbstmordversuch hat Clarissa nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Sie hat sogar Nies Beerdigung inszeniert. Ich habe Clarissa bei weitem unterschätzt. Danach habe ich Friedenau verlassen. Ich war einfach am Ende. Das war genau das, was sie erreichen wollte. Ja. Und jetzt versuchen Henning und Christoph ihr diese Intrige nachzuweisen. Aber ich finde, da wissen sie auch nicht besser als sie. Ich habe wirklich von der ganzen Sache nichts gewusst, Barbara. Das überrascht mich offen gesagt. Sie erzählt dir doch sonst immer alles? Ja, aber sie kennt mich natürlich gut genug, um zu wissen, dass ich bei so einem widerwärtigen Plan niemals mitgemacht hätte. Dass sie skrupellos sein kann, wusste ich. Aber das
geht eindeutig zu weit. Hey! Hey! Ja! Hier ist es schön. Ja, eine sehr gute Wahl, wie immer. Jetzt helf mir doch mal. Wie viel Zeit haben wir denn? Genug. Auch wenn Uli mir nicht den ganzen Tag freigegeben hat. Das macht nichts. Ich wollte mich nachher sowieso noch mit Gabriella treffen. Ja, was wollt ihr machen? Nichts Besonderes, ein bisschen bummeln. Jetzt lass doch mal das doofe Essen. Hey! Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich heute Morgen so doof war. Aber entweder ruft Uli an oder du musst zum Flugplatz. Das nervt mich halt. Du weißt doch, wie gerne ich mehr mit dir zusammen wäre. Wirklich? Am liebsten immer. Abgesehen von ein paar Gelegenheiten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Ach Mann, jetzt bleib doch mal ernst. Wirklich. Ich komme mir echt so vor, als käme ich erst an 3. Stelle. Nach der Fliegerei und den ganzen Jobs. Ach, Unsinn. Du bist mir doch das Wichtigste. Ich liebe dich. Und wir bleiben immer zusammen, versprochen? Versprochen. Können Sie nicht anklopfen? Was wollen Sie denn schon wieder? Frau Schneider. Sie müssen mich nicht anmelden. Charlie, schön, dass du gekommen bist. Setz dich doch. Was gibt es Neues in der Kunstszene? Spar dir deine Mühe. Deine Smalltalk-Geschichten interessieren mich nicht. Was hast du denn? Ich habe mich doch schon heute Morgen entschuldigt. Auch ernst? Nein, danke. Was bist du eigentlich für ein Mensch, Clarissa? Oder bist du überhaupt einer? Hast du eine Affäre mit einem Philosophen? Oder weshalb stellst du mir diese unnötige Frage? Ich habe mich mit Barbara unterhalten. Sie hat mir erzählt, was du mit ihr gemacht hast. Seit wann glaubst du den wirren Geschichten einer Geisteskranken? Ich habe viele deiner Intrigen geduldet. Und selbst intrigiert, wenn ich dich erinnern darf. Dein Format werde ich Gott sei Dank nie erreichen. Du hast bewusst Barbaras Leben aufs Spiel gesetzt. Die Ärmste war schon immer etwas schwermütig. Ich weiß mehr über dich, als dir lieb ist, Clarissa. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit du diesmal nicht ungeschoren davon kommst. Wieso gibst du Heino einfach frei? Wieso machst du dir den Kopf um meinen Angestellten? Es läuft doch alles, außerdem kommt er gleich. Hallo. Du hast mir gerade noch gefehlt. Ich glaube, ich gehe besser. So weit kommt's noch, du bleibst hier. Ich nehme nicht an, dass du irgendwas kaufen willst. Nein, wieso? Ja, dann verschwinde. Ich will dich hier nicht sehen. Millie bleibt. Der Laden gehört auch mir. Du hast überhaupt kein Recht, sie rauszuschmeißen. Hast du nicht gehört? Hau endlich ab. Steffi, was soll das? Warum regst du dich so darüber auf, dass ich versuche, Mama zu verstehen? Unsere Mutter hat Arno betrogen. Genauso wie du mich, als du hinter meinem Rücken mit Nick geschlafen hast. Schlampen halten eben zusammen.